from paper. Und diese Tüchlein sind mit alkoholischer Arnika-Lösung getränkt. And these napkins are saturated with an alcohol-based arnica substance. Und da sie gegen Luftabschluss versiegelt, also geliefert werden, And because it is given or available with air-tight packages. das sind diese Erfrischungstüchlein. These are the so-called refreshment napkins that are available. Dann verordnen wir die auch unseren Patienten postoperativ And we also order these for patients postoperatively. und lassen das hier auf die Wunde so außen auf das Wundgebiet legen. And ask them to keep that napkin on the outside of the skin. Und dann kommt ein Handtuch darüber. In addition, a towel is placed over that. Und dann soll das der Patient wenigstens 20 Minuten auflegen. And the patient is encouraged to keep that like that for about 20 minutes. Und dann soll das mehrmals täglich wiederholen. And this should be done several times a day. Das ist also auch ein gutes Mittel, um Blut zu stillen und auch Hämatome zu vermeiden. This is a good substance for hemostasis, for avoidance of hematomas, etc. Nun, Sie fragten vorhin, was kann man tun, um den Einsatz von Antibiotika und Ähnlichem zu vermeiden. Okay, the question was, what can we do in the use of natural antibiotics in order to avoid infections? Ein homöopathisches Antibiotikum in diesem Sinne gibt es nicht. Yes, homeopathically, such a substance in the sense of allopathic biologicals is not available. Aber durch den Einsatz dieser Mittel, But through the use of these substances, wenn er sehr gezielt und gekonnt gemacht wird, if this is done properly with the proper targets, können Sie ohne weiteres erreichen, dass zum Beispiel Turk nach großen Operationen selbst kein Antibiotikum einsetzt. it is possible, such as in the case of Dr. Turk, he finds it not necessary to rely on the use of antibiotics. Wenn Sie aber Antibiotika noch sicherer vermeiden wollen, However, if you want to avoid the use of antibiotics even more surely, dann dürfen Sie nicht nur diese Lokalmittel verwenden, then you shouldn't consider using only these local substances. also Mittel, die ich Ihnen zur lokalen Therapie empfohlen habe, besser That gesagt, is, the substances which I have recommended for you for local treatment. sondern dann müssen Sie auch Drainagemittel einsetzen. Then you should also consider using drainage substances. Und diese Drainagemittel, die sollten Sie sich eigentlich auch merken. And these drainage substances you should also remember. Zur Aktivierung der Leber, To activate the liver, also dass die Entgiftung über die Leber besser geht, that is, so that the detoxification via the liver is improved, werden bei uns in Europa allgemein angegeben, also auch vom klassischen we use in Europe quite common from a classical homeopathic standpoint of view. Ich will sie für die Kollegen, die da hinten sitzen, vorlesen. For the colleagues sitting all the way in the back, I would like to read Das ist Berberis. Berberis, Berberis ist aber auch ein gutes Mittel für die Nieren. and it also is a very good substance for the kidneys. Dann Cardus marianus, Next one is Cardus marianus. mache ich zu schnell. Do I go too fast? Das nächste, ein wichtiges Mittel ist Chelidonium. Next one is Chelidonium. Darf ich gleich abschweifen. Hehl hat ein gutes Mittel, das nennt man Chelidonium homocord. Heal has a good substance called Chelidonium homocord. Und dieses Mittel Chelidonium homocord nehmen wir relativ oft Postoperationen. And this substance, Chelidonium homocord, is given very frequently post-operative. Immer daran denken, wenn die Leber gut arbeitet, läuft die Entgiftung. Because keep this in mind, if the liver is working fine, that helps with the detoxification. Ein anderes Drainagemittel für die Leber ist Lycopodium. Another drainage substance to help the liver is the Lycopodium. Weniger bekannt ist Natriumsulfuricum. Less well known is the substance natrium sulfur. Und ein gutes Mittel ist auch Nux vomica. A good substance is Nux vomica.
Wir nehmen allerdings Nux vomica auch gerne, um den Dickdarm überhaupt, um den Darm zu aktivieren. We give the Nux vomica especially also to activate the large intestine, in fact for the whole intestine. Und wir stellen oft fest, dass Nux vomica und Veratrum gegenläufig arbeiten. And we have discovered that Nux vomica and veratrum have an antagonistic type of effect. Also Leber und Darm in Ordnung zu bringen, In other words, in order to put the liver and also the intestinal tract in a better order, passt entweder Nux vomica Nux vomica is suitable oder Veratrum. or veratrum. Na, das ist vielleicht auch ein nützlicher Hinweis. And this hopefully is also a useful hint. Nun, Berberis für den Dickdarm haben wir schon besprochen bei der Leber. As above for the liver, Berberis also is good for the large intestine. Nux vomica sollten Sie hier auch vermerken. I would add Nux vomica also for the large intestine. Dann dazu gehört noch Hydrastis, Hydrastis belongs into that area as well, also für den Darm überhaupt. especially for the large intestine. Und dann noch Sedum acre. And an additional one is sedum acre. Diese Mittel können Sie alle bei Staufenpharma bekommen oder bei der DAU. All these substances are available to you from Stauffen Pharma or DHU. Und wenn Sie das dicke Buch von Hehl nehmen, And when you have one of those thick orange books from Heal, dann schauen Sie bitte in den hinteren Teil hinein. then go all the way in the back. Da sind alle Hehl-Komplexmittel angegeben, die diese Mittel enthalten. You'll find all the Heal's preparations listed there that contain all these substances. Nun, eine der größten endokrinen Drüsen One of the largest endocrine glands ist ja das is Pankreas. the pancreas. Und beim Pankreas können wir oft einsetzen China. And for this we can very frequently use quina. Sie wissen, China war ja das erste Mittel, was Hahnemann bei sich selber ausprobiert hat. You may recall that quina was the first substance which Hahnemann used on him to experiment on himself. Also China war eigentlich das erste Mittel zum Eintritt in die Homöopathie. And this then was the first substance to open the door into homeopathy. Dann Senna ist auch ein gutes Pankreasmittel. Senna is another well-suited pancreatic substance, Und dann kommt noch Scrofularia. and scrofularia is also suitable. Nun für uns Zahnärzte vielleicht weniger interessant sind die Rektummittel. This may have less interest for the dentist, for the rectal area. Höchstens in der Weise interessant, Only in this way it may be interesting dass Rektummittel und Mundmittel that substances for the rectum as well as for the mouth nahezu gleich sind. are practically the same, Das eine ist der Anfang vom Verdauungstrakt und das andere das Ende. since the one is the beginning and the other is the end. Und die Mittel können nahezu gleich eingesetzt werden. Das ist gar nicht zu And machen. of course, the middle can be also put in between. I thought if one gets close to the other, then there's a relationship. Wie die Ente, ich habe an eine Ente gedacht. Es ist so. Gut. Nun gehen wir über zu den Nierenmitteln. Now let's go to the kidneys. Die Niere muss nach jeder Operation mit behandelt werden. The kidney should be treated along with every surgical procedure, Genau wie der Darm und die Leber. as well as the large intestine and the liver. Ohne Behandlung dieser drei und der Lymphe geht nichts. Without without the use of these three, the treatment without the use of these three, the treatment will not be successful. Also Lymphe, Leber, Darm und Niere müssen immer mit dabei sein. And so lymph, liver, large intestine, and kidney should always be considered. Als Nierenmittel kommt wieder Berberis in Frage. And so as a substance for the kidney, we find again Berberis. Jetzt schauen Sie die Aufstellung zurück. And now if you go back again and look at it, Dann sehen Sie, Berberis kommt für uns Zahnärzte ganz besonders oft vor. Bei Niere, beim Dickdarm und
Na, das ist doch sehr wichtig. Look how often the barbaris appears for us dentists, Natürlich auch bei der Leber. liver and large intestine and kidneys, all three. This substance is Also good. wenn Sie die Drainage und die Ausscheidung in Ordnung bringen wollen, immer probieren, passt Berberis, ja oder nein. So if you want to stimulate those areas, you should always check whether barbaris is suitable or not. Ein anderes gutes Nierenmittel oft zu verwenden ist Rustox. Another good kidney substance is rostoxic. Sarsaparilla brauche ich selber relativ wenig, Sarsaparilla I use very seldom also in meiner in my Praxis. practice, Und Urtica urens schon etwas mehr. but I utilize Urtica urens more frequently. Nun, für den Genitalbereich, da ist es nicht so wie mit Rektum und Mund. Now, the genital area, it isn't quite the same relationship as with mouth and rectum. Diese Mittel, Clematis und Helonias, die können Sie einsetzen, wenn Sie im Frontzahngebiet operieren. You may want to consider utilizing the substances clematis and helonias if you work on the front teeth, Weil ja zwischen den Frontzähnen und dem Genitalbereich eine Wechselbeziehung besteht, die sehr eng ist. because there is a two-way relationship between the genital area and the front teeth, Und die Lunge energetically. können Sie als Drainagemittel behandeln mit Cocos cacti. The lung can be treated with drainage substances by using Coccus cacti, Oder mit Kaliumbichromicum. or also the use of calcium bichromicum. Und über das Lymphsystem haben wir ja vorhin schon mal gesprochen. Da ist das Hauptmittel Phytolacca. And as mentioned before about the lymph system, we have the main substance of phytolacca. Phytolacca für das Lymphsystem können Sie aber auch in Komplexmitteln, in vielen Komplexmitteln finden. Phytolacca for the lymph system is found in many complex substances, Zum Beispiel in Lymphomyosot von Hehl. in such substances as the lymphomyosode by Heal, Nicht? Oder in Pascotox, as well as in Pasco-Tox. da ist es auch enthalten. It is also contained there. Nun, das ist wieder eine andere Art der Zusammenstellung von homöopathischen Mitteln. This is another way of the composition of homeopathic remedies. Und wenn wir an die Elektroakupunktur denken, Now, when we think back again to electroacupuncture, dann besteht natürlich die Möglichkeit der Messung über die Meridianpunkte. here you have the capability of measuring of the meridian points. Und das ist für uns Zahnärzte außerordentlich interessant. And of course, this is for us dentists very interesting. Ich habe jetzt mal nicht für alle, aber die meisten Meridiane Ihnen einige Mittel zusammengestellt, die man an den betreffenden Meridianen oder Punkten ausmessen kann. I have now composed not for all meridians, but for some certain substances that can be used to balance the meridians. Hier die erste Tabelle This is the first table für die Kiefermesspunkte. for the jaw measuring points. Also die 6 Punkte, die im Bereich des Orbicularis Oris liegen. That means the 6 points which are located in the proximity of the muscle orbicularis oris. Auf dem Bild kommt das nicht so schön heraus, Sorry, this is not plain visible on this transparency. aber die Punkte kann ich ja nochmal deutlicher machen. Perhaps I can accentuate the points. Oberkiefer, Seitenzahnbereich rechts. Upper jaw side laterally number 6, Oberkiefer, Frontzahnbereich auf dem Gouverneurgefäß. and upper jaw, the center, the governor Das vessel. ist der 25. Gouverneurmesspunkt übrigens. Das ist der 25. Should be second. Ah ja. Dann der Oberkiefer links, And then lower jaw left, auch dann. stomach 8. Und hier Unterkiefer links. No, that's the lower lower jaw on the left side is stomach. And the other one is what is it? Also stomach 4 or Ja, 7? nein, das ist der 8. Magen. Ja, und der andere ist Der 7. Magen. okay. The top one is stomach 7. Ja. Und dann haben wir hier unten auf dem Konzeptionsgefäß für Unterkiefermitte.
and on the lower, the conception vessel in the center, Und jetzt haben Sie alle 6 beieinander. and now you have all 6. Der Unterkiefer links, 8. Magen links. And in the lower jaw area, the lower right area, suffocate. Und ich habe Ihnen gestern schon mal gesagt, jetzt brauchen wir möglichst immer die Trias. Yesterday I already mentioned to you that we should use the triad Mit Organpräparat, Nosode und homöopathisches Mittel. that means organ preparations, homeopathic remedies, and nosode. Und das sehen Sie auch in dieser Aufstellung. This you can recognize with this composition. Hier sind die Organpräparate fürs Zahnkieferbereich. Here you find the organ preparations for the jaw region, Periodontium, Maxilla, Mandibula, Gingiva und Nervus trigeminus. which consist of periodontium, maxilla, mandibular, gingiva, and the trigeminal nerve. Vala hat noch mehr, aber die sind wohl weniger interessant. Vala has even more, but they are less interesting for us. Dann die Nosoden. Then we have listed the nosodes. Und von den Nosoden, das will ich noch vorne wegnehmen, sind die wichtigsten für uns Zahnärzte And the most important of those nosodes for us dentists are die Nosode Kieferostitis in allen Potenzen the jaw ostitis nosode in every potency, und die Nosode chronische Pulpitis. and the nosode chronic pulpitis. Die 2 sind die wichtigsten. These 2 are the most important. Wenn Sie diese 2 Nosoden haben, können Sie die meisten Fälle abdecken. If you have these 2 nosodes, you can probably cover just about every case. Dran denken müssen Sie aber auch an die Nosode Osteosinusitis. And you also need to keep in back of your mind the nosode osteosinusitis. Denken Sie an die Bilder von Turk Just keep in mind the pictures Dr. Turk showed. und denken Sie daran, dass ja 50% der chronischen Prozesse in der Kieferhöhle vom Zahnkiefergebiet herkommen. And especially keep it in mind that 50% of the sinus problems have their origin in the teeth. Wenn das der Fall ist, muss natürlich der Knochengrenzbereich zwischen Zahn- und Kieferhöhle immer mit beteiligt And sein. if this is the fact, then you can assure that the bone, being the periphery or the separation of the sinus and the teeth, is always affected along with it. Und zur Behandlung brauchen wir sehr gut die Nosode Osteosinusitis. And so to treat that, the nosode osteosinusitis is very handy. Nun noch eines, lassen Sie mich ergänzen. Now, one more supplement. Ich selber gleiche in den Messpunkten vom Kieferbereich, also in den 6 Messpunkten, auch das Präparat aus, was ich zur Injektion verwende. I also balance out on all 6 points the substance which is the vehicle for my injection. Ich selber verwende in meiner Praxis als Injektionsmittel zur Anästhesie I utilize in my practice as a substance for anesthesia das Mittel Scandikain. the substance candy-cane. Und dieses Mittel Scandikain habe ich potenzieren lassen von Stauffen Pharma. And this substance candy-cane I allowed Stauffen Pharma to potentize. Und jetzt gehe ich an die Kiefermesspunkte und schaue Postoperationen, welche Potenz von Scandikain hier zum Ausgleich gebräuchlich ist. And so postoperatively I go on all those points and then I check which potency of that substance is now suitable. Und so kann ich auf relativ einfache Weise And so I can, at a relative simple way, die Störwirkung des Anästhetikums ausgleichen. the disturbance action of the can balance out the disturbance action of the anesthetic. Für andere Kollegen verwenden kein Scandikain, Other colleagues may not use the substance candy-cane. sondern in Deutschland zum Beispiel Bikain von der Firma Bayer Most use in Germany the substance Bicane, available in Bavaria, oder auch Hostakain von der Firma Höchst. as well as Hestacane from the company Höchst. Und so hat man die auch potenziert, We also potentize those substances. also homöopathisch zubereitet. That means prepared homeopathically. Und die setzt man auch an diesen Punkten ein And we also utilize them by checking these points. und kann so die Störwirkung reduzieren. And this
is how we reduce the disturbance action. Wenn Sie jetzt ein anderes Anästhetikum verwenden, Now, if you use a different anesthetic substance, dann lassen Sie es eben auch von Ihrem Apotheker potenzieren. then perhaps you can have that also potentized by your pharmacist, Dann können Sie es auch zum Ausgleich der Störwirkung verwenden. and then you could also use that as a balancing substance for the disturbance action. Ich habe das Handikain hier in Ampullen potenzieren lassen. As you can see here, I have them potentize the scandicane in ampule form, Weil ich es in der Spritze zusammen mit Nosoden und Organpräparaten aufziehe. because then I can aspirate that for my injection procedure. Und dann intramuskulär einspritze oder hier And then I inject that IM. D6. Bitte? D6. Ja, sometimes. Not always. 4, 5. No, higher. Also wir nehmen es meistens in der D6, D8, D10, D12. The potency that is used most frequently is D6, D8, D10. Praktisch nie tiefer, Very seldom lower, aber auch relativ selten höher. as well as very seldom higher than D10. Also wenn Sie diese Injektionsmittel potenzieren lassen auf D6, D8, D10, D12, kriegen Sie, glaube ich, 80–90% der Fälle in den Griff. So if you should consider to potentize the substances D6, D8, 10, and 12, you will be able to catch about 80% of your problems. Die Herstellung in Ampullen ist natürlich relativ teuer, The production in ampule form is, however, relatively expensive, aber Staufenpharma macht Ihnen das auf Anforderung. but Stoughton Pharma will do that on demand. Also der Grundpreis beträgt, glaube ich, so etwa 80 Mark The base price for that is roughly 80 marks, und der zusätzliche Preis eben pro Ampulle. and then an additional price concerning each ampule. So können Sie also praktisch jedes Injektionsmittel potenziert bei Staufenpharma bekommen. This means you can practically have any substance potentized by Stoughton Pharma. Das sind also Mittel, mal die wichtigsten Mittel, die wir nehmen zum Ausgleich der Kiefermessung. These are now the most important substances which we use to balance the jaw points. Postoperationen. That means postoperatively. Nun nochmal wieder zurück zur Kieferhülle, die uns ja oft Probleme macht. Okay, now may I go into the sinus area, an area that gives us a lot of problems. Da ist hier der Kieferhöhlenmesspunkt mal auf der linken Seite angegeben. On the left side, the sinus area point is indicated on stomach 5, Das ist hier und das ist dort rechts. and on the right side. So, und da sind wieder einige Mittel von Bedeutung. And here again we have some substances that have some significance. Ein wichtiges Präparat ist das Organpräparat Mucosa nasalis, A very important substance is the preparation mucosa nasalis. wie alle Organpräparate von der Firma Wala. Those are all preparations from Wala Company. Oder Sie nehmen das Komplexmittel von der Firma Hehl, auch ein Organpräparat. You could also utilize the substance from Heal, the mucosa nasalis. Sein Name ist Mucosa nasalis sus. Und jetzt wieder Nosoden. Now again, this is Dozos. Das ist Osteosinusitis. It is osteosinusitis. Na, das haben wir ja schon gebraucht, auch für den Ausgleich der Kiefermesspunkte. You may remember that same substance was needed to balance out the jaw points. Und das können wir natürlich auch nehmen zum Ausgleich der Kieferhöhlen. And now it again will apply to balance out the sinus area as well. Und wenn Sie es ganz gut machen wollen, And if you really want to be excellent in your procedures, dann setzen Sie die Nosode Osteosinusitis für die Kieferhöhlenmesspunkte und für die Kiefermesspunkte ein. then you can check the nosal osteosinusitis both for the jaw points and also for the sinus points. Dann werden Sie sehen, dass Sie vielleicht einmal die D6 brauchen und das andere Mal zusätzlich noch die D8 oder 10. And you may discover
discover that you may need for the balance a D6 and then sometimes additionally a D8 or D10. Auf jeden Fall wird durch den mehrfachen Einsatz der Nosode die Wirkung besser. In any case, the application of multiple nosodes in most cases will provide a greater improvement. So, und jetzt wieder ein homöopathisches Mittel. And now again to a homeopathic substance. Wenn Sie nicht viel Vorrat haben wollen, If you don't want to have a great number of substances, dann nehmen Sie zum Beispiel Euphorbium compositum von Hehl. then you could utilize the substance Euphorbium compositum made by Heal. Denn dieses Mittel bekommen Sie in Ampullen, This substance is made in ampoule forms, in drops, and also in spray. in Spray. Und das ist sehr nützlich. It is very useful, Besonders für den Patienten, weil er damit noch relativ leicht umgehen kann. and especially for the patient because the application of it is so handy for them. So, jetzt haben wir die lokalen Punkte im Gesicht für den Zahnarzt schon im Griff. Now we have the local facial points for the patient already in comprehension. Jetzt gehen wir über zur Lymphe, die immer zuerst behandelt wird, jedenfalls in meiner Praxis. And now we go back again to the lymph points, which are, however, treated always in primary position in my practice. Dazu ist zu sagen, To this, I want to add, je mehr Punkte Sie am Lymphmeridian ausgleichen, the more points you will balance out on the lymph meridian, umso besser ist die Wirkung für die Wundheilung. this will enhance the action on the wound healing. Das gilt übrigens für jeden Meridian. By the way, this applies to every meridian. Also je mehr Punkte Sie auf dem Meridian ausgleichen, So the more points you are able to balance on the meridian, umso besser wird Ihnen die Wirkung the sein. more enhanced will be the action. Nun, welche Mittel nehmen wir wieder? Now, what substances are recommended here? Nicht bloß an Lymphe 1, sondern auch an den anderen Punkten einzusetzen. So again, not only the lymph 1, but also consider other lymph Als points. erstes wieder das Organpräparat. Number 1 again is organ preparations. Ich empfehle sowieso das Organpräparat zuerst zu nehmen, I recommend anyway to utilize the organ preparation first, weil Sie an der passenden Potenz erkennen können, because you can recognize on the suitable potency ob Sie im Degenerationsbereich liegen whether it is the problem is located in the degenerative area oder ob Sie im or Entzündungsbereich liegen. the inflammatory area. Und entsprechend können Sie die anderen Mittel einsetzen. And so depending on the need, you can then also utilize the proper substance. Also ich beginne immer mit dem I Organpräparat. always start with organ preparation. Nun, jetzt brauchen wir wieder homöopathische Nosoden, in diesem Falle weniger. Now we require not as frequently homeopathic nosodes. Sie können natürlich alle Mittel einsetzen, die für grippale Infekte sind und für Nasennebenhöhleninfekte sind, Sinusitis wieder und alles. You can of course utilize all the substances that would apply to the flu, the sinusitis and all that at this point. Also vor allem virale Nosoden, Especially wenn Sie viral einsetzen, nosodes, you can utilize aus dem Nasenrachen. anything that pertains to the nasal sinus area. Und jetzt wieder homöopathische Mittel. And now we go to homeopathic substances. Beispiel von Hehl An example from Heal. passt oft Traumel, wenn das entzündliche Prozesse sind. Very frequently Traumel applies, especially in form of inflammatory conditions. Und wenn es chronische Prozesse sind, If those are chronic instances, werden Sie mehr Lymphomyosod brauchen und weniger Traumel. then lymphocyte may fit more frequently than Traumel. Ein gutes Mittel, um den Lymphabwehr zu stabilisieren, ist Echinacea oder von Madaus das Mittel Echinazin in Form von Tropfen. To stabilize the
use. Bitte? Drops. Yeah. Echinacea can be utilized in order to stabilize another condition like Die this. ganze Abwehr. Oh, okay. The total defense system. Echinacin ist ein wunderschönes Mittel dafür. Echinacea is an excellent substance to improve the total defense system of the body. It is available in drops as well. Das wirkt natürlich nicht nur auf die Lymphe, It not only has an effect on lymph, sondern auch auf das ganze Bindegewebe, praktisch auf das Grundsystem überhaupt. but rather it has an action on the total connective tissue. That means the basic regulatory system. Wenn Sie kein Komplexmittel wollen wie Echinacin, If you don't desire to have a complex substance such as echinacea, können Sie auch ein Einzelmittel von Staufen Pharma nehmen, Echinacea in Ampullen oder Tropfen oder auch in Tabletten. Staufen Kramer produces a single remedy called echinacea, which comes in ampule, in drops, or in tablets. Und Phytolacca, das kennen wir ja nun schon als Lymphmittel. Phytolacea is already known to us as a lymph substance. Es gibt natürlich noch eine ganze Menge anderer Lymphmittel. Of course, there is a whole host of additional lymph substances. Nun ein Mittel noch, damit wir gleichmäßig weitergehen, um die Lunge und die Bronchien in Ordnung zu kriegen. Now, an additional substance, if we want to proceed in a ordered fashion, is for the lung and the bronchitis, bronchioles. Da fange ich der Einfachheit halber mal wieder mit den Kombinationsmitteln. Here, I would like to start with the combination substances. Und da sehen Sie wieder Echinacea-Präparate und Euphorbium, die wir schon besprochen haben. Here, you will see the echinacea and the euphorbium preparations, which we already discussed before. Und dann gibt es natürlich noch eine Menge andere Mittel, wie zum Beispiel Einzelmittel Sulfoiodatum And of course, there is a whole host of single remedy substances available, such as the sulfur iodotum, which oder Kaliumiodatum or the calcium iodatum oder Stannumiodatum. or stannum iodatum. Also relativ viel Jodmittel. As you see, there is relatively many iode substances. Denken müssen Sie auch an Antimoniumpräparate. Also, in keeping in mind with the antimony substances as well. Ja, das sind also verschiedene Mittel, die Sie dort einsetzen können zur Stabilisierung der Lunge und der Bronchien. These are all substances that one can utilize to stabilize the lungs and bronchial area. Und nun lassen Sie uns weitergehen auf den Darm. And now, if we can go to the Large intestine. intestine, Das ist hier der Dickdarmmeridian angezeichnet. and we go to the large intestine as it is listed here. Schön ist es, wenn Sie alle Punkte ausgleichen. It would be great if you could balance all the points, Ich fange aber immer beim Nagelbettwinkelpunkt an, der hier grün angegeben but ist. I always start with number 1 at the fingernail corner, which is then listed in green. Und ich will da nicht zu viele Mittel sagen, sonst wird es so unübersichtlich. I don't want to mention an enormous amount of substances because you will lose the overview. Ein gutes Mittel ist Nux vomica, Good substance is Nux vomica, also wieder als Einzelmittel von Staufen Pharma either as a single remedy by Stauffen Farmer oder als Komplexmittel. or a complex by Heal. Ähnlich das Organpräparat The Cola. same way, the organ preparation colon. Sie können natürlich noch viele andere Mittel dazu nehmen. Of course, you can use a whole lot of additional substances, Vielleicht könnte man hier drunter noch schreiben Veratrum. and of course, one that could be added down below would be Veratrum. Ich habe Ihnen das ja schon mal gesagt. And I mentioned that to you already before. Und wenn Sie noch weitere Mittel brauchen, ach da habe ich es ja jetzt, Entschuldigung. Wenn Sie noch Veratrum und Nux vomica, das sind die Darmmittel, die so pendant im Wechsel laufen. These are the two substances that have a counterbalance effect on each other. Und die genügen meistens auch für uns Zahnärzte, um den Darm auszugleichen. And these two substances are sufficient for us dentists to stabilize the large intestine. Hier ist noch ein gutes Mittel angegeben, das ist Mucosa compositum. Another substance that is listed here, which is very good, is the Mucosa compositum. Das Mucosa compositum enthält Bestandteile von Organpräparaten, Nosoden und homöopathischen Mitteln. This substance contains parts of organ preparations, nosodes, and
and homeopathic remedies. Und denken Sie bitte dran, wenn die Leber und Galle nicht in Ordnung sind, dann kann auch die Darmfunktion nicht in Ordnung And sein. of course, keep in mind, if the liver and the gallbladder is not functioning, then how can the intestinal tract be functioning? Geht es zu schnell oder kann ich Schluss machen? Are we proceeding too fast, or can I switch? Wenn ich zu schnell mache, bitte sagen, dann lasse ich es liegen. If I'm too fast, I will let it stay for you longer. Und ich kann Luft holen. Ne? And then I can at least take a breath. So, das nächste sind Nervenmittel. Okay, the next are nerve substances. Den Nervenmeridian haben Sie hier dargestellt. The nerve meridian is pointed out for you here. Und jetzt schimpfen Sie mich bitte nicht. Ich gucke gar nicht so sehr, welche Punkte das sind und welche spezifischen Bezugsrichtungen die haben. And I hope you will forgive me that I don't pay too much attention to what points we have and which relationships that represents. Sondern ich versuche möglichst wieder viele Punkte auf diesem Meridian auszugleichen. But instead, I attempt to balance out as many points as I can on that meridian. Also je mehr Punkte Sie auf einem Meridian ausgleichen, umso besser ist alleweil die Wirkung. To repeat again, the more points you can balance, the better the results. Und welche Mittel haben wir nun? What substances can be utilized? Zum Beispiel Gelsenium An example, galsenium als Einzelmittel oder als Homokord. as a single sum remedy or in combination as galsenium homochord. Dann Cerebrum oder Cerebellum And then cerebrum or cerebellum, als Mittel von Hehl in Kompositaform, in Suisform. substances all available from heel, also in the SUS form. Ich muss Ihnen sagen, das geht relativ gut. And I have to tell you that these are quite good. Vielleicht sollten Sie hier drunter noch schreiben, als homöopathisches Komplexmittel von Hehl, An additional one that could perhaps be listed here, a combination substance from heel, Spigelia-Präparat. the Spigelia preparation. Das wäre auch noch eine Möglichkeit. That is also a possibility. Und das heißt Spigelon. It is called Spiegelon. Spigelon und Gelsenium-Homokord Spiegelon and galsenium homochord allow, lassen sich oft im Wechsel einsetzen. again, to be used in a balancing type of application. Also entweder Gelsenium oder Spigelon. That means either galsenium or the Spiegelon. Das sind, How do you spell bitte, für zahnärztliche Zwecke genügt das in der Regel. So, und jetzt noch etwas für die Gefäße. Bitte? And now something for the Für die Gefäße, for the circulation, for the arteries. da möchte ich Ihnen das Organpräparat Arteria suis ans Herz legen von Hehl. May I recommend for you here the substance from heel, the arteria suis, as a choice. Dieses, oder auch Vena suis. As another one would be vena suis. Diese beiden Mittel sind recht gut zu gebrauchen. These two substances work quite well. Können wir bitte weitergehen? Beim Allergiemeridian Now, concerning the allergy meridian, da sollten Sie unbedingt an die Injektionsmittel denken, here you should think on the injection substances, wobei Sie aber zu berücksichtigen haben, dass man die auch nicht nur am Allergiemeridian austesten muss, and here you have to consider that you not only have to balance them on the energy control measurement point, sondern auch an den but Kiefermesspunkten. also on the jaw measurement points. Also potenzierte Injektionsmittel in jedem Falle. In any case, for the potentized injection substances. Und noch eins, am Energiemeridian And one more thing, on the energy meridians, messen wir, das ist hier noch nicht drauf, this is not here, but we measure die Mittel von Hehl the substances from heel, vom Zitronensäurezyklus. which is produced from the citrus fruit acid. Ja,
die Mittel vom Zitronensäurezyklus müssen Sie sich bestellen. Das sind 10 Mittel in einer Packung. The substances that are, I think it's the Krebs cycle, intermediate catalyst. Ja, es gibt davon 10 Mittel, die zusammengehören. There are 10 substances that belong together. Und da müssen Sie hier an den Punkten, wir nehmen meistens diesen Punkt, ausmessen, welche von den 10 Mitteln passen. I usually use a 2 MP point to see which substance applies. Also selten, dass alle Mittel vom Zitronensäurezyklus passen. Very seldom does it happen that all of the substances for the intermediary substance fit, 4 oder 5 passen bestimmt. but usually you can find 4 or 5 that will apply. Noch ein Meridian, der komischerweise für uns Zahnärzte von Bedeutung ist. One more meridian which has importance to us dentists, Das ist der endocrine. endokrine Meridian. Und da brauchen wir sehr oft Glandula suprarenalis. And here we use quite frequently the glandula suprarenalis. Wenn Sie sich dieses merken, Sie werden sehr viel weniger Beschwerden haben, wenn Sie wenn die Mittel passen, auch einsetzen. If you remember the substance, you will reduce your frustrations considerably if you utilize this substance. Dazu gehört dann noch das Kombinationsmittel Glandula hypophysis suis. In addition to that, you can use the combination substance, the glandular hypophysis, Und das Mittel Hypothalamus suis. and also the substance hypothalamus suis. Manchmal können Sie natürlich auch die Mittel Thyreoidea einsetzen. And sometimes you can also use the substance thyreoidea as well, Das Mittel Glandula thymi. and also the substance glandular thymus. Das sind Mittel, die ich eigentlich nach jeder Operation versuche mitzuverwenden. These are all substances that I try to utilize following every surgical procedure. Natürlich nur, wenn sie passen. But then again, only if they apply. Und jetzt noch eine Gruppe, die Sie interessieren muss, ob And Sie now one wollen more oder group nicht. that may have some interest for you, whether you like it or not. Das sind die Mittel für Herz und Kreislauf. And those are substances for heart and circulation. Den Meridian kennen Sie ja am Dünndarmmeridian, am kleinen Finger. The meridian should be familiar to you on the little finger. Und Sie sehen ja, ich habe mich nur auf bestimmte Firmen konzentriert, nicht And weil you ich von Hehl Prozente bekomme. And you can see that I have concentrated on a variety of companies because I don't get percentages from them. Aber einmal sind die Mittel gut und zweitens sind sie nicht zu teuer. But one, the substances are very good, and secondarily, they're not all that expensive. Und man kann sie dem Patienten als Tropfen über längere Zeit verordnen. And one can order those for the patient over a longer period of time in form of drops. Und wir können sie in der Praxis leicht austesten, And we can test them quite easily in our practice weil sie in Ampullenform auch zur Verfügung sind. because it is available for us in ampule forms. Nun, hier aufgeschrieben sind sie ja schon. Here, they're all listed for you. Ein gutes Mittel ist Kralonin. A very good substance is kralonin. Aus eigener Erfahrung muss ich sagen, dass man das Granulin auch zur Dauertherapie verwenden kann. From my own experience, I can share with you that we use that substance also for a continuous therapy, Sie müssen nur aufpassen, wie viele Tropfen Sie brauchen. but only be very careful to know how many drops are needed. Wenn Sie zu wenig nehmen, hat es keinen Wert. If you take too few, it's not effective, Und wenn Sie zu viele nehmen, hat es auch wieder keinen Wert. and if you take too many, it again doesn't have any effect. Dann ein anderes Mittel ist Cantaris. The next substance is Cantaris. Cantaris gibt es auch als Kompositumpräparat. It is also available as a compositum Und Cantaris composition. ist deswegen gut geeignet, It is it is well suited for the reason weil Sie Cantaris verwenden können auch als Nierenmittel, als gutes because you can Nierenmittel. use Cantaris as a very good kidney substance. Also wenn man Herz und Niere zugleich behandeln will, So if you desire to treat both the heart and the kidney at the same time, dann nehmen Sie bitte Cantaris. Cantaris would be the choice. Und ein ganz einfaches Mittel, aber mit vielen Inhalten ist Cosmotema Herztropfen. And the substance that is quite good and frequently used is the Cosmokema heart drops.
Und dann nehmen Sie natürlich wieder Organpräparate als Einzelmittel oder als Then you can Suispräparate. use organ preparation as single remedy or as combination remedies, Wie Sie das hier ja aufgeführt sehen. as you see it listed here. Ralf, willst du jetzt noch was dazu sagen? So, ich will Ihnen jetzt mal noch ein Rezept vorführen. I want to demonstrate for you still a recipe. Ja, Recipe. wenn Sie jetzt mal durchgetestet haben, Once Postoperation, you have tested through postoperatively, wie sieht dann so ein Rezept aus? Das wollen Sie ja mal wissen. In other words, Gary hat how is immer such gesagt, wie machst du a das? recipe, what does such a recipe look like? Wohlgemerkt, wenn diese Mittel passen, das ist Now, noch kein keep in mind again, Standardrezept. only if these substances apply. That is not a standard recipe. Dann könnte das zum Beispiel so aussehen. It could perhaps look like that. D4 ist natürlich am Lymphmeridian gemessen. Tonsillo palatina D4 measured a lymph meridian. Mandibula und Gingiva, Nervus trigeminus sind an den Kiefermesspunkten Mandibular, gemessen. gingiva, and trigeminal nerve are on the jaw points, measured on the jaw points. Nosoden wieder an den Kiefermesspunkten. Nosodes again on the jaw points. Dabei hat es sich bewährt, dass man bei der Nosode Kieferostitis And here, one of the ones that proved itself on the jaw points, eine Hochpotenz und eine Mittelpotenz oder Niederpotenz kombiniert. that one can combine a high and a low potency. Dabei weist Turk aber immer wieder darauf hin, But Turk always points to the fact dass man die Hochpotenz nur einmal geben soll that the high potency should be given once, und dann lange warten soll. and then one should wait for a while. Während man die Tiefpotenz jeden Tag sogar mehrmals geben kann. Whereas the low potency can be given daily, even several times. Und jetzt dazu Drainage und Ausleitungsmittel. Additionally, drainage and drainage substances. Carmel, weil ein entzündlicher Prozess bei diesem Patienten vorlag. Traumel in case of inflammatory process. Lymphomyosot hat hier gepasst, weil sie Lymphe so stark belastet war. Lympholysote because lymphs are stressed heavily. Nux vomica haben wir schon kennengelernt als Drainagemittel für Nux den Darm. vomica is a drainage remedy for the intestine, Berberis als Drainagemittel für for die Niere. liver and kidney, Chelidonium als Drainagemittel für die Leber. and chelidonium for the liver, Und Hamamelis zur Prophylaxe gegen Blutung and und hematomelis is a Hämatombildung. prophylactics for hemorrhaging or hematoma formation. Sie sehen, das ist mal ein Beispiel. This is, of course, an Und example. jetzt frage ich Ralf Turk, was du noch dazu zu Ja. sagen And hast. now, does Ralph have anything to add? Es wurde vorhin nach einem, es wurde jetzt nach einem Antibiotikaersatz gefragt. Now, earlier, the question was in reference Ein to sehr a gutes natural antibiotic substance. Ein sehr gutes Entzündungsmittel ist Quarz. A good anti-inflammatory substance is Quarz. quartz. Quarz. Das ist das Entzündungsmittel der Anthroposophen. This is an inflammatory substance of the anthroposophes. Und dann, wenn eine Entzündung, wenn eine Wunde droht kaputt zu gehen, And then if a wound is threatening to deteriorate, dann geben wir Pyrogenium. then we give pyrogenium. Also Quarz, Pyrogenium, That is quartz, pyrogenium, Echinacea argentum Echinacea argentum, und Heparsulfur in Hochpotenz. and heparosulfur in high potency. Das ist, und eventuell Quecksilber in niedriger Potenz. And perhaps also mercury in low potencies. Worunter wir verstehen D8, D10. With this we understand D8, D10. Das zusammen bewährt sich immer gut. This in a total usually is quite good. Und wenn Sie eine starke Nachblutung einmal haben, And if you have a very serious hemorrhage, dann würde ich Ihnen empfehlen, Phosphor, wenn eine rote Blutung, then I would recommend phosphor if you have a red bleeding. also eine arterielle That means arterial Blutung ist. bleeding. Und wenn dunkles Blut ist,
In venous or dark bleeding, nehmen wir China, we take China, aber wir nehmen es dann in Hochpotenz, also in einer D30 oder D60. then we utilize high potencies such as D30 or D60. Obwohl es eine Hochpotenz ist, Even though it is a high potency, nehmen wir es dann fast jede Stunde ein Tropfen. we still take it just about every hour, 1 drop. Und wenn Sie mal ein sehr starkes Hämatom haben, And if you happen to end up with a very severe hematoma, dann hat sich auch Arnika in Hochpotenz bewährt. arnica in high potencies has also proven effective. Dann geben wir 3 Tage hintereinander, Then we go for 3 days, one after the other. also China. CHINA. geben wir Arnika in Hochpotenz, We give arnica in high potencies, und zwar in der D200. and that is in the D200 potency. Sie können auch noch höher gehen, Sie können noch auf die D400. You can go even higher, you can go as high as D400. 200 to 400. So, und das geben wir jeden Tag 2 Globuli oder 2 Tropfen. And this we give either 2 pearls or 2 drops daily. Auch hier herrscht das Prinzip, nicht zu viel und nicht zu oft. Again, the principle applies here as well, not too much and not too often. Und noch ein Mittel, was uns eine Krankheit, die uns sehr oft beschäftigt, das ist And another substance das sind for Aften. disease that concerns us quite frequently is the Aften. often. You know? No. Das, was ist ja. Oh, the Hier, dieser. My mind, Localizer. yeah, aphthous ulcers. Yeah. My mind is gone. I didn't have anything to eat. My blood sugar is on the bottom. Okay. Da bewährt sich Argentum nitricum D200 Quite frequently, nitricum D200 applies well, und zwar auch höchstens 3 Tage hintereinander, and that is in the regimen of 3 days, one after the other, Would he do 2 that? oder 3 Tropfen. 2 or 3 drops. Would he test on the lymph meridian? Wobei das Nicht not Das that. braucht man nicht testen. Und Borax D200. And also borax D200. Ja. Und mit der Flüssigkeit kann man auch die Aften betupfen. With that solution, one can also dab the aphthous areas. Das war nur noch ein kleiner. Kramer hat ja so viel gute Ratschläge gegeben. Kramer has given you so many good advices, and that was a small addition. Die wir auch nicht anders geben. I couldn't give you anything differently. Eventuell kann ich noch ein paar Mittel geben, die sich bei uns beim Trigeminusneuralgie bewährt haben. Perhaps additionally, I could give you a few substances that have proven quite effective in the use in dealing with the trigeminal neuralgia. Neben den Mitteln, die Kramer schon angegeben In hat, addition to the substances that Kramer has listed for you, Gelsenium und Spigulon, Gelsenium and Spigulon was very effective, bewährt sich hauptsächlich noch Cedron, but the one that is also very effective is Cedron, C-E-D-R-O-N, Cedron. Cedron, Und zwar auch in niedrigen Potenzen. also in low potencies. Dann, wenn schlagartige, stechende Schmerzen sind, If there are poundings, piercing pains, impulses, dann kann sehr oft Aconitum quite frequently aconitum, und wirken. Und wenn
der Schmerz bohrend, is quite effective, and if the pain is quite piercing, geben wir Tarantula, we use tarantula, Lachasis, lach assist, like cases, okay, Naya tripuditans. and Naya tripuditans. Das muss man aber austesten. However, these substances should be checked. Auch hier geben wir dann Organpräparate, Here also we give organ preparations, indem wir den Nervus trigeminus mit einsetzen. in that we consider the trigeminal nerve along with it. Schmerzen, Trigeminusschmerzen treten immer bei den Potenzen 30 bis 10 auf. Trigeminal pain usually appear in potencies of 30 to 10. Sie müssen also von oben nach unten die Potenzen einsetzen. Then you should implement the potencies from top to bottom. Von 30 zu 6. That is from 30 down to 6. Was sich auch noch bei Trigeminus bewährt hat, Another substance that was good in the trigeminal condition na. Ja, Moment mal bitte. Wie? Nein, das meinst du nicht. Als Medikament noch. Mir fehlt im Moment nicht ein. You will have to invite me again back next year to continue with this. I write you a letter. Arnold. Stan. Good. Well, I certainly think that shows was rounding. applause. It took all of us to do this together. And think about it. Did you turn it off? I can't hear the echo, so I don't know if I'm getting out there. It's working. Okay. Let's see you next year, and we'll probably have something going on in Los Angeles in September if that falls into place with Starterbecker. And maybe in January we can do some homegrown stuff with Tiller or Beto or the people we had in February. Now, what we need to know to make this go is we have to have early responses because we're weighing it on this thing. There's no budget, there's no fund, there's no foundation, there's no bank behind us. If we know you're coming, we'll go ahead and invest the money in hopes that we'll recover it. But we need your help. When we send you an announcement, act on it. Just say, okay, I'm coming, and then we can go from there. Show a little that you mean it, send a deposit. So have a good journey home, and be safe, and take care, and think about what was said today, and put it into practice. You got enough information. If you have problems, you can call Gary and I, and we'll try to help you with what we know. But we're only a couple of steps ahead of you. Okay, that's it. Und wir möchten noch schnell anschließen, Dr. Turk und ich. Wir wollen herzlichen Dank sagen zu unserem Translator und herzlichen Dank sagen auch Ihnen, denn wir hatten noch nie ein so gutes, so dauerhaftes, so dankbares Publikum. Thank you very much. After the 4 days, if you need a translation for that, I did a poor job. Stan, you did a great job. Oh, yeah, thanks for everybody.